Hochrangige Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, ein spannendes Thema, interessiertes Publikum und ein Mittagessen. Das sind die Zutaten einer Lunch Debate des Zentrums für europäische Wirtschaftsforschung bei der Landesvertretung Baden-Württemberg in Brüssel. Bei der 20. Auflage des Formats, diesmal unter der Überschrift Beyond Horizon 2020 – Translating Public Research into Innovation, diskutierten die Experten, wie sich neue Erkenntnisse aus der wissenschaftlichen Forschung am besten in den privatwirtschaftlichen Sektor übertragen lassen und von Unternehmen in innovativen Produkten umgesetzt werden können. Dies ist ein Aspekt des FRAME-Projekts der Europäischen Union, in dem Forschende helfen sollen, die Auswirkungen der öffentlichen Förderung besser abzuschätzen. Currently, the discussion is how we get more out of the research funding by the European Commission. And in FRAME, we clearly show that it's not only funding research, but it's also funding for diffusion and funding of investment linked to these research outcomes. In seinem Impulsreferat setzte Georg Licht den Rahmen für diese Lunch Debate. Er machte deutlich, wie wichtig Innovationen für das Wachstum entwickelter Volkswirtschaften und die Erhaltung unseres Wohlstands sind. Hierbei verwies er auf die große Bedeutung, die der möglichst schnellen Diffusion von neuem Wissen zukommt. In der folgenden Diskussion kristallisierten sich unterschiedliche Schwerpunkte und Meinungen heraus, wie dieses Ziel am besten zu erreichen wäre. Diego Comín plädierte für staatliche Institutionen, die die Aufgabe übernehmen, Innovationen in Unternehmen zu tragen. Diffusion and adoption are not easy for companies. It's not natural for them to become familiarized with the frontier technologies in their sectors and to develop the capabilities to implement those technologies into their production process, into their business models. And unfortunately, there are no markets for that capacity. This is not something that you can go and buy in the grocery shop like a tomato. Like technological knowledge doesn't come prepackaged for you to consume as a business leader. And so that's a missing market. That's a reason for governments to intervene in creating institutions that bring that technological know-how to companies. Die finnische Professorin Maija Makarov setzt einen Schritt früher an. Sie will bei Wissenschaftlern ein Bewusstsein schaffen, dass ihre Forschungen einem spezifischen Zweck dienen sollen. So fundamental researchers, they should think about the context where perhaps their research findings would be useful. So we need a mindset there, and then they have to have support from two very important organizations. One is, if we talk about academic researchers, one is the universities. So the universities should write in their strategies the aim to translate benefits to society from the research that their researchers are delivering. And then the other organization, which is so important, is the research councils, the research funding organizations. Now, most of the research funding organizations in Europe, of course we know, they fund basic research, but also they should consider whether to establish some programs which would support the translation of results coming from basic research to benefit of society. Luc Soete betonte die Bedeutung angemessener politischer und wirtschaftlicher Rahmenbedingungen für die Diffusion neuer Forschungsergebnisse und Technologien. Hierfür müsse man bisweilen neue Märkte schaffen. Um die Energiewende nachhaltig zu gestalten, sei beispielsweise ein Markt für Kohlenstoffpreise notwendig. Würde man den Ausstoß von CO2 bepreisen, wäre es für Unternehmen ab einer bestimmten Menge günstiger, in die Implementierung neuer Technologien zur Vermeidung des Ausstoßes zu investieren. So werde die Diffusion von Forschungsergebnissen in die Privatwirtschaft begünstigt und leistete einen Beitrag zur Lösung der großen gesellschaftlichen Herausforderungen. If we look around us and we see all these societal challenges, it seems as if these societal challenges are being addressed by scientists and researchers, but the translation of these research areas into impact, into results, into new ideas about how we address these societal challenges, including sustainable development goals, for instance, at the global level, are not yet really fulfilled.
Wie die EU die Herausforderung einer schnelleren Diffusion und Adaption von Innovation in die Wirtschaft im neuen Forschungsprogramm Horizon Europe angehen will, dazu gab Kurt Vandenberge einige Einblicke. We will try to better cover the research and innovation value chain from the fundamental research all the way to readying for market deployment. What we see in Europe, for example, is that we have as many startups as in the United States, but these startups in Europe don't grow. And that is a system failure. And that is something we will try to address through the European Innovation Council, which is a novelty in Horizon Europe, to help these companies, these startups in Europe grow into European and even global champions, to show that Europe can also invest in the winners of tomorrow. And this is not picking winners. This is very different from picking winners. The other novelty is that we will have more a mission-oriented approach, where we will not say we will fund a subject because the subject is important or because the subject has much potential, be it technology or something else. We will say this is the kind of thing we want to achieve, this is the goal we set that we want to achieve by a certain time, and then we will mobilize our resources to invest with many stakeholders, many actors, researchers, innovators, and many other people involved in order to achieve that mission, so that we can say what impact we try to achieve and we can measure whether we achieve that impact. Worin sich schließlich alle Panel-Teilnehmer einig waren: Staatlich geförderte Forschung sollte künftig mehr an ihrem erwiesenen Nutzen für die Wirtschaft gemessen werden. What clearly comes out of the discussion today is that we should look at research funding from the impact we're trying to reach with research. Fragen aus dem Publikum rundeten schließlich diese Lunch-Debate ab. Die Veranstaltung vermittelte dem Publikum ein tieferes Verständnis über die Wichtigkeit der Forschung für den wirtschaftlichen Erfolg von Unternehmen und damit letztlich für das Wirtschaftswachstum.